Es ist aus. Es schmerzt und tut weh. Aber es zerstört mich nicht. Denn ich bin stark. Ja, ich fühle mich unabhängig. Auch wenn ich ihn liebe und auch, wenn ich eine Frau bin. Die Gedanken einer Verlassenen. Das Ende von etwas ist auf den ersten Blick eine einfache Kurzgeschichte, die überall und zu jeder Zeit in der Welt passiert sein könnte. Ein Mann namens Nick geht mit seiner Freundin Marjorie aus. Die beiden gehen in der kleinen Stadt Hortons Bay bei dem dort gelegenen See fischen. Um sie herum ein Wald und eine Ruine, die ehemals ein Sägewerk war. Nach einiger Zeit machen die beiden ein Feuer und essen gemeinsam. Sie sitzen nebeneinander, das Feuer im Rücken, den Blick auf den See und die dahinter gelegene Ruine gerichtet. Nicht zu vergessen der Mondschein. Klingt also zunächst einmal nach einem romantischen Date. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Nick äußert, keine Liebe mehr für Marjorie zu empfinden, woraufhin diese mit dem Boot wegfährt. Als Nick alleine ist, taucht hinter ihm sein Freund Bill auf und fragt, ob alles nach Plan verlaufen sei. Jetzt denkt ihr euch sicherlich, eine Geschichte wie diese gibt es zahlreich. Die Beziehung, auf die wir uns im Folgenden fokussieren werden, ist am Ende. Die Beteiligten gehen ihre Wege. Doch das, was ihr eben gehört habt, war nur die Spitze vom Eisberg. Ein großer Teil ihres Gehalts liegt quasi noch unter der Oberfläche. Hemingway sagte einst: Ich versuche immer nach dem Prinzip des Eisbergs zu schreiben. 7/8 davon liegen unter Wasser, nur 1/8 ist sichtbar. Alles, was man eliminiert, macht den Eisberg nur noch stärker. Es liegt alles an dem Teil, der unsichtbar bleibt. Der eigentliche, tiefergehende oder symbolische Bedeutungsgehalt liegt also größtenteils im Verborgenen und muss vom Leser, von uns, durch unsere eigene Vorstellungskraft oder Erfahrung aktiv erschlossen werden. Von nun an achtet gerne auf den Eisberg auf dem unteren rechten Rand. Er ist ein Indikator dafür, wie viel wir von dem komplexen Werk tatsächlich erschließen können. Also, Hortons Bay, bloß eine einfache Stadt? Schauen wir uns das mal genauer an. Auffällig ist zunächst die lange Beschreibung des Zerfalls dieser Stadt, in der Hemingway tatsächlich selbst viele Tage seiner Freizeit verbracht und auch geheiratet hat. Warum also lässt Hemingway die Geschichte so beginnen? Um das zu erklären, lesen wir euch einmal einen kurzen Ausschnitt vor. Früher einmal war Hortons Bay eine Bauholzstadt gewesen. Dann, eines Tages, gab es keine Baumstämme mehr, um Bauholz zu machen. 10 Jahre später war nur noch der zerfallene weiße Kalkstein der Grundmauern von dem Sägewerk übrig, den Nick und Marjorie, als sie am Ufer entlang ruderten, durch die sumpfige, in zweiter Blüte stehende Wiese schimmern sahen. Sie angelten am Rande der Fahrrinne, wo der Grund plötzlich von flachem Sand bis zu 12 Fuß tiefem, dunklen Wasser abfiel. Bei genauerem Hinhören spiegelt sich das Scheitern der Beziehung und Liebe zwischen Nick und Marjorie motivisch in dem Verfall der ehemals blühenden Bauholzstadt Hortons Bay. Die Häuser sind verlassen. Das Sägewerk ist zerfallen. Es hat seinen Betrieb eingestellt, als es keine Baumstämme mehr gab. Genauso wie ein Sägewerk Baumstämme und auch Investoren braucht, braucht auch eine Beziehung Einsatz und Pflege. Lässt man alte, schöne Erinnerungen verblassen, verkommt auch das Gesamtbild, sowie die Stadt Hortons Bay mit ihren verlassenen Häusern. Wie das Sägewerk also sinnbildlich für die Beziehung steht, symbolisiert das Holz, also die Baumstämme, die Liebe. Bauholz stellt eine Fülle an Möglichkeiten dar. Man kann es also nutzen, um seine Träume wahr werden zu lassen. In den letzten Jahren gab es aber keine Baumstämme mehr, wie uns der auktoriale Erzähler mitteilt. Der Beziehung hat also an Liebe gefehlt. Der Wald mit seinen Bäumen und dem Holz, der ja altbekannt immer wieder Jahreszeiten durchmacht, deutet zudem auf ein ständiges Auf und Ab in der Beziehung hin. Als Naturalist mag Hemingway dies im Hinterkopf gehabt haben. Jetzt aber gibt uns der auktoriale Erzähler eine Information, und die ist wirklich wichtig, und zwar, dass die Wiese in zweiter Blüte steht. Theoretisch bestünde also auch für die Beziehung eine zweite Chance, zumindest aus Marjories Perspektive. Der sumpfige, modrige Untergrund des Sägewerks, wie es im Text heißt, deutet jedoch auf schwere Bedingungen hin. Die Beziehung baut also auf einem wackeligen Fundament auf. Ob das Fundament irgendwann zerfallen wird, ist zu dieser Stelle nicht klar. Denn die beiden angeln noch am Rand der Fahrrinne. Bis jetzt werden wir noch im Dunkeln gelassen, ob die beiden die Fahrrinne, die sinnbildlich für Scheitern steht, überfahren werden oder nicht. Sprich, ob ihre Beziehung ein Ende finden wird oder nicht. Sie befinden sich gerade so an der Grenze.
wo der Grund plötzlich von flachem Sand bis zu 12 Fuß tiefem, dunklen Wasser abfiel. Das alles war aber erst die Exposition. Ihr werdet euch nun sicher fragen, wieso sich Hemingway, die Ikone der amerikanischen Kurzgeschichte, ausgerechnet für eine solch lange Einleitung entschieden hat, wo in medias res doch ein Hauptmerkmal klassischer Kurzgeschichten darstellt. Die Exposition unterstreicht nicht nur die Verknüpfung von Mensch und Umfeld, sondern auch die Bedeutung der Beziehung und vor allem die Mühseligkeit im Abbau derer. Der vage Titel »Das Ende von etwas« kann auffällig ebenso die Beziehung meinen, genauso wie auch die Stadt Hortons Bay. Hemingway zeigt klug auf, dass Veränderungen auch immer Ende bedeuten. Schauen wir uns nun auf dem Weg zum Ende des Eisbergs einmal das Verhältnis der beiden Personen genauer an. Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Da ist unsere alte Ruine. Kannst du dich daran erinnern, als es ein Sägewerk war? Ja, gerade. Es sieht eher wie ein Schloss aus. Nick sagte nichts. Sie fressen. Aber sie beißen nicht an. Was ist denn los, Nick? Ich weiß nicht. Heute Abend gibt's Mondschein. Ich weiß. Du weißt alles. Ach, bitte, Nick. Lass das. Bitte sei nicht so. Ich kann nichts dazu. Es ist doch so. Du weißt alles. Das ist das Unglück. Du weißt, dass es so ist. Du brauchst doch nicht so dumm zu reden. Was ist denn eigentlich los? Ich weiß nicht. Natürlich weißt du's. Nein, wirklich nicht. Los, sag's. Es ist gar nicht mehr schön. Es ist nicht mehr schön. Überhaupt nichts mehr. Mir ist, als ob alles in mir zum Teufel gegangen ist. Ich weiß nicht, Marge. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist denn Liebe nicht schön? Mit dieser monumentalen Frage, ist Liebe denn nicht schön, stehen wir nun also am Ende des erregenden Momentes und direkt vor dem Höhepunkt der Geschichte, dem Klimax. Ja, ist Liebe denn nicht schön? Für Marjorie ist sie es schon. Sie ist optimistisch, hat eine positive Wahrnehmung. Mit dem Demonstrativpronomen »unsere Ruine« unterstreicht sie die Zweisamkeit und betont mit dem Satz: »Kannst du dich noch daran erinnern, die schöne Erinnerung der Vergangenheit, als die Häuser noch gefüllt und die Ruine noch ein Sägewerk war?« Doch selbst in dieser Ruine, die ihr klar als ein Zeichen des Verfalls erscheinen müsste, sieht sie noch ein Schloss. Sie versucht quasi wortwörtlich, sich Nick zu angeln und wirft Köder nach ihm aus. All die Symbole der Umwelt scheinen auf eine zweite Chance hinzudeuten, eine Chance für die Beziehung, die uns als Leser doch eigentlich schon recht verloren scheint, oder? Nimmt man Marjories Standpunkt ein, beginnt man beinahe zu zweifeln. Das Feuer bedeutet Leidenschaft, der Mond Romantik und selbst die Fahrrinne, unter der der Grund rapide abfällt, scheint noch längst nicht übertreten zu sein. Marjories Welt ist rosarot. Nick antwortet auf diese Frage ein Nein. Er beißt nicht an Marjories Köder an. Auch hier können wir also wieder eine Parallele von der Beziehung zur Natur schaffen. Die Fische, die während des Angelns nicht anbeißen, deuten auf Nicks Gefühlslosigkeit während des ganzen Ausfluges und auf ein Ende der Liebe hin. Das Angeln, traditionell eine beinahe meditative Tätigkeit, bei der man oft alleine ist und in sich selbst zurückkehrt, lässt Nick sich hier ebenso von Marjorie abwenden und sich zurückziehen. Er kann offensichtlich auch nicht kommunizieren, was ihn an der Beziehung stört. Hinweise finden sich, wie wir eben am Dialog gesehen haben, in der auffälligen Wiederholung der Verben wissen und sagen. Ihm ist das zwischenmenschliche Feingefühl abhanden gekommen. Er produziert am laufenden Band die uns schon bekannten Leerstellen. Die Ursachen und der Grund für die Veränderung in Nicks Empfinden werden entsprechend der Hemingwayschen Eisbergtheorie bloß suggestiv angedeutet. So könnt ihr zwar unten rechts in der Ecke erkennen, dass schon ein bedeutender Teil des Eisbergs aufgedeckt ist, doch es ist fraglich, ob die letzte Spitze je aus dem Wasser hervorkommen wird. Vielleicht scheint es euch nun widersprüchlich, dass gerade Nick den Mondschein anspricht. Doch für ihn ist dieser wohl eher weniger ein Symbol der Romantik, sondern steht für das Ende des Tages und somit auch für das der Beziehung. Und schauen wir uns zum Feuer noch einmal folgende Stelle an. »Ich weiß nicht«, sagte Nick und holte Holz, um Feuer zu machen. Sie machten ein Feuer mit Treibholz. Der Nachschub, dass die beiden Treibholz, also totes, schlecht brennbares und somit eigentlich unbrauchbares Holz für das Feuer verwenden, zeugt von Nicks pessimistischer Perspektive auf die Beziehung. Hemingway spielt hier scheinbar gezielt mit den Symbolen Mondschein und Feuer, die traditionell mit Romantik und Leidenschaft verbunden sind, und stellt diese Assoziation über Nick deutlich in Frage. Ist Liebe denn nun eigentlich schön? Bleibt also eine Frage mit zwei Antworten. Dieser Kontrast findet, wie ihr vermutlich gemerkt haben werdet, seinen Ursprung in der völlig unterschiedlichen Darstellung von Nick und Marjorie. Doch ziehen sich Gegensätze wirklich an?
In dieser Geschichte scheint es eher umgekehrt zu sein. Die beiden legen eine vollkommen verschiedene Wahrnehmung an den Tag. Während Marjorie in der alten Ruine ein Schloss sieht, kann Nick nur gerade so an das Sägewerk zurückdenken. Besonders deutlich werden ihre verschiedenen Einstellungen auch in Bezug auf das Angeln. Mehrfach wiederholt Nick, die Fische würden nicht anbeißen und ist über diesen Umstand sichtlich unglücklich, während Marjorie allein das Fressen der Forellen reicht, um etwas Positives an der Situation zu finden. Hierbei wird als ein weiterer Teil des Eisbergs auch ein starkes Kommunikationsproblem zwischen den beiden deutlich. Fortwährend reden sie vollkommen aneinander vorbei und werden ohne jegliche Perspektive und Klarheit auseinandertreten. Der Höhepunkt, Klimax der Geschichte zeigt nun die finale Trennung. Nick gesteht, keine Liebe mehr für Marjorie zu empfinden. Die Beziehung ist vorbei. Augenscheinlich ist nun alles aufgeklärt, die Spannung löst sich und wir haben genug Licht ins Dunkeln gebracht, um einige der Leerstellen interpretieren zu können. Doch wir sind noch lange nicht an der tiefsten Stelle des Eisbergs angekommen. Hinter diesen augenscheinlich individuellen Charakteren stehen gängige stereotype Geschlechterrollen, die Nick und Marjorie repräsentieren. Dies macht die folgende Textstelle deutlich. Sie zogen das Boot auf den Strand und Nick hob einen Eimer mit lebenden Barschen heraus. Die Barsche schwammen im Wasser im Eimer umher. Nick fing 3 von ihnen mit der Hand, schnitt ihnen die Köpfe ab und häutete sie, während Marjorie mit ihren Händen im Eimer herumjagte, schließlich einen Barsch fing, seinen Kopf abschlug und ihn enthäutete. Nick besah sich ihren Fisch. »Nimm lieber die Mittelgräte nicht heraus«, sagte er. »Es geht zwar als Köder, aber es ist besser, wenn die Mittelgräte drin bleibt.« Eine klare Hierarchie und Unterordnung von Marjorie als Frau zeigt sich hier bei der ungleichen Verteilung der Barsche und den Anstrengungen, die sie unternehmen muss, um an ihren einen Fisch zu kommen. So könnte man beinahe spekulieren, dass die Fische für Rechte stehen. Die nicht vorhandene Gleichberechtigung nicht nur in der Beziehung, sondern auch der Gesellschaft, also von Hemingway diagnostiziert wird. Vermutlich handelt es sich bei dem Barschfang schließlich um ein Ritual der beiden. Dennoch meint Nick, Marjorie erklären zu müssen, wie sie die Fische zuzubereiten hat, und das, obwohl er ihr später vorwirft, doch alles zu wissen. Die Tatsache, dass sie überhaupt einen gefangen hat, deutet bereits auf die später vollzogene Emanzipation und die Annahme traditionell maskuliner Eigenschaften hin. Auch hier könnte man mutmaßen, dass dies einer der Gründe für Nicks Entfremdung von Marjorie ist. Letzteres unterstreicht auch folgende Textstelle. Er wusste, hinter den Bergen kam der Mond auf. »Ich weiß«, sagte Marjorie vergnügt. »Du weißt alles«, sagte Nick. »Ich habe dir alles beigebracht. Du weißt, dass es so ist. Überhaupt, was weißt du eigentlich nicht?« Während in der Vergangenheit Nick derjenige war, der in der Beziehung die dominierende Rolle spielte, die von Marjorie auch akzeptiert wurde, hat sich dies nun grundlegend geändert. Da er sein Empfinden wie ein vermeintlich typischer Mann verbal nicht auszudrücken vermag, zieht er sich zurück. Marjorie hat nicht nur gelernt, ebenso gut wie Nick zu fischen oder zu rudern, sie kann auch ihre inneren Vorstellungen in Worte fassen. Eben dies stört Nick. Du weißt alles. Das wachsende Selbstbewusstsein und die zunehmende Unabhängigkeit Marjories, die ihm anders als früher in nichts mehr nachsteht, sondern ihm in manchen Dingen nun überlegen ist für Nick nur schwer zu ertragen, da dies seine männliche Autorität untergräbt. So emanzipiert sie sich am Ende schließlich und fährt allein mit dem Boot davon, ohne seine Hilfe. Wir befinden uns nun im retardierenden Moment. Es scheint, als wäre die Geschichte unspektakulär abgeklungen. Doch unter der Wasseroberfläche verbirgt sich ein weiterer, tieferer Teil des Eisbergs. Die anklingende Emanzipation lässt sich auch im Kontext der Zeit auf eine ganze Generation übertragen. Hemingway schreibt also nicht nur über ein scheinbar banales Alltagsproblem, sondern über die Fehler und den Geist einer Zeit. Nick und Marjorie repräsentieren so gängige Rollenbilder der Ära nach dem Ersten Weltkrieg. Er, der Machertyp, der sich mit dem Angeln abschottet und in sich selbst zurückkehrt, ohne aussprechen zu können, was tatsächlich das Problem ist. Er ist, wie eben auch die damalige Generation, gezeichnet von den Erfahrungen an der Front, traumatisiert und abgestumpft. Nick ist der Prototyp eines Mannes der sogenannten Lost Generation, mit dem Hemingway sich klar identifiziert. Er ist nämlich ein tragender Charakter in vielen von seinen Kurzgeschichten, wird literarisch teilweise sogar als eine Art Alter Ego bezeichnet. Passend hierzu hat Hemingway einst gesagt: Schreib nur über das, was du kennst, und schreib ehrlich. Bücher sollten von den Leuten handeln, die du kennst, die du liebst oder hasst, nicht von Leuten, die du erst studierst. Hierbei zeichnet sich die Generation durch ein hohes Maß an Ziellosigkeit aus, was in Nick symptomatisch durch sein ständiges »Ich weiß nicht« aufgezeigt wird. Er ist sogar in diesem kleinen Ausschnitt seines Lebens wortwörtlich lost, weiß weder genau, was er wirklich möchte, noch was er will. Nach dem Elend des Krieges distanzierte man sich von den eigenen Gefühlen
und verlor den Glauben an eine bessere Zukunft. Auch Nick steckt am Ende der Geschichte buchstäblich den Kopf in den Sand, ist zwar nicht zufrieden mit Marjorys Abgang und dem Verlauf des Gesprächs, macht jedoch auch keine Anstalten, etwas an dieser Situation zu verbessern. Obwohl er die Trennung von Marjorie, wie in der Pointe offenbart, geplant hat, wirkt es, als hätte sein Freund ihn fast dazu verleitet, war er doch in seinem Gespräch mit ihr so passiv und unentschlossen. Auch in Hemingways anderen Geschichten über Nick scheint er nur so durch das Leben zu treiben, wie eine verlorene Boje auf See. Marjorie hingegen ist das Paradebeispiel der zeitgleich aufkommenden New Woman-Ära, die ihren Ursprung in der Kriegsbeteiligung der Frauen und dem zuvor stattgegebenen Wahlrecht fand. So übernahmen die „ neuen Frauen “auch klassische Männerjobs, während ihre Gatten, Brüder und Väter in den Krieg zogen, und fanden so zu einem neuen, selbstbewussten Selbstverständnis. Die neue Frau legt charakteristisch Wert auf Selbsterfüllung und Unabhängigkeit anstatt des stereotypisch weiblichen Ideals der Aufopferung, glaubt an rechtliche und sexuelle Gleichberechtigung und bleibt aufgrund der Schwierigkeit, diese Gleichberechtigung mit der Ehe zu vereinbaren, oft partnerlos. Sie ist athletisch oder anderweitig physisch aktiv, energisch und zieht daraus folgend bequeme, praktische Kleidung, manchmal männliches Gewand, der traditionell weiblichen vor, sagt die amerikanische Politikerin und Professorin Gail Finney. So betont Hemingway in dieser Kurzgeschichte nicht nur das missglückte Schicksal seiner beiden Figuren, sondern auch ein generelles Generationsproblem. Er illustriert meisterhaft die Zeit des Umbruchs nach dem Ersten Weltkrieg von Männern, die, traumatisiert und hoffnungslos, in ein verändertes Zuhause zurückkehrten, in dem die Frauen auf einmal buchstäblich die Hosen anhatten. Also, das Ende von was eigentlich? Hemingways Geschichte, die augenscheinlich so simpel wie ihre Sprache ist, zeigt dem Zuschauer nicht nur ein Ende. Wir sehen das Ende von Hortons Bay, das Ende von einer Beziehung und gleichzeitig auch das Ende einer Epoche. Hemingway schreibt über Umbruch, Veränderung und die Verluste, die damit einhergehen. Es steckt hinter diesem Werk viel mehr als die bloße Liebesbeziehung. Vielmehr ist sie der Ursprung aller Metaebenen, die Spitze des Eisbergs, unter der sich die anderen Themen anordnen. Was zählt, ist das ganzheitliche Bild, ein typisches Hemingway-Werk, das sich meisterhaft aus 1000 kleinen Bestandteilen zusammensetzt, so wie eben auch das Leben. Und im Zentrum von all dem steht die Liebe, die nun nicht mehr ist, eine zwischenmenschliche Beziehung. Ist es aus? Bin ich ihr wirklich so wenig wert? Warum gab es keine Szene? Hat sie mich schon losgelassen? Ich weiß nicht. Wie genau geht es mit Nick und Marjorie weiter? Im Anschluss an unseren gemeinsamen Blick auf die Beziehung in Das Ende von etwas ist es für euch nun Zeit, selbst aktiv zu werden. Hemingways Kurzgeschichte 3 Tage Sturm ist zeitlich direkt nach der Trennung angesiedelt und handelt von Nick und Bill, die sich die gemeinsame Zeit in einer Hütte mit Gesprächen, Alkohol und abenteuerlichen Jagdversuchen vertreiben. Als weiteren tieferen Schritt zum Verständnis des letzten Teils des Eisbergs lest das Werk eingehend durch und setzt die dort aufgebrachten Motive und Interpretationsansätze mit dem Geist der Lost Generation in Beziehung. Wieso charakterisiert 3 Tage Sturm Bill und insbesondere Nick weiter als klassische Repräsentanten der Zeit? Und welche Schlüsse lassen sich über Hemingways Beziehungen zu seinem Alter Ego Charakter ziehen? Wir jedenfalls verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch bei der Ergründung dieser Fragen viel Erfolg.